Ne? Jetzt gibt es ja Ja. diese ISO-Norm 4040100, die, ich sag mal, uns im Alltag relativ viele Schwierigkeiten macht, weil doch viele Städte, Gemeinden, Abwassermeister, wer auch immer da so verantwortlich ist, so eine gewisse Problematik da Hm. drin sehen, dass streng genommen laut dieser ISO-Norm ja Lipasan nicht vor dem Abscheider eingesetzt werden könnte, wo es ja aber, wie Sie gerade gesagt haben, eigentlich schon einen super Job machen Ja, würde. ja, ja, das würde tatsächlich einen hervorragenden Job machen und letztlich ist es auch ja, also lächerlich, so eine ISO-Norm durchziehen zu wollen, wenn Sie überlegen, dass es sich um einen Keim handelt, der in der Lebensmittelwirtschaft schon verwendet wird, müssen Sie davon ausgehen, dass der Keim ohnehin schon in die Abwässer gelangt. Einfach, wenn Sie beispielsweise einen Camembert-Rest abspülen, dann haben Sie diesen Keim sowieso drin und der vermehrt sich im Abwasser. Diese ISO-Normen sind wahrscheinlich entstanden, weil es irgendwann mal Produkte gab, die negative Folgen hatten für das Abwasser. Und dann hat man halt undifferenziert gesagt, es dürfen keine Enzyme, keine fettspaltenden Enzyme zugegeben werden oder keine Organismen, die Fett spalten können, einfach um zu verhindern, dass sowas nochmal passiert. Ja, wie so oft fehlt es da an der Differenzierung. Man muss halt ganz klar sehen, dieser Organismus ist was völlig anderes. Und es ist jetzt die Frage, wie man damit umgeht, ob man versucht, den langen Weg zu wählen, die ISO-Norm umzuschreiben, oder ob man versucht, das Mittel halt so zu klassifizieren, dass es nicht in die ISO-Norm fällt. Ja, da gäbe es vielleicht auch Möglichkeiten, indem man das Wort Enzym beispielsweise vermeidet. Weil letztendlich ist es ein Keim, der das macht, was alle Keime machen. Er produziert natürlich auch Enzyme, aber die Enzyme haben Sie auf jeden Fall immer im Abwasser, weil Sie haben alle möglichen Bakterien, die im Abwasser heranwachsen, und damit sie überleben können, bilden sie Enzyme einfach, um das, was sie vorfinden, verdauen zu können und Energie daraus gewinnen zu können. Also um es kurz zusammenzufassen, Einsatz vor dem Abscheider absolut unbedenklich Ja, und ja, es unproblematisch. ist absolut unbedenklich und auch sehr viel sinnvoller, einfach, weil man so viele Probleme schon im Abscheider dadurch vermeidet und auch in den Zuleitungen zum Abscheider. Gut, jetzt spalten wir ja Fette im Prinzip auf, beziehungsweise die Sporen machen Ja, das am Ende. Ne? Hat das irgendeinen Einfluss auf den Abscheider? Ich meine, es gibt ja immer mal die Frage, hey, das Fett ist ja im Prinzip noch ein Rohstoff, den man gut benutzen kann. ja. Danach ist es Glycerin und ist ein bisschen Fettsäure, so vom Schwerpunkt her. Ne? Ja, das ist schon richtig. Also es ist sowohl Glycerin, also wenn Sie das Fett auseinandernehmen, haben Sie auf der einen Seite das Glycerin, das ist letztendlich so ein Molekül mit 3 Dockingstellen, wo dann 3 Fettsäureresten dranhängen. Und wenn Sie das aufspalten, haben Sie also ein Glycerinmolekül und dann diese 3 freien Fettsäuren. Das Glycerin selbst ist durchaus ein wertvoller Baustein, mit dem die Mikroorganismen sehr viel mehr anfangen können als mit den Fetten an sich. Das heißt, dieses Vorverdauen des Fettes in Glycerin und freie Fettsäuren gibt schon mal ein großes Leckerli an die ganzen Bakterien, die in der Folge die biologische Klärstufe besiedeln, frei. Und dadurch funktioniert die biologische Klärung auf jeden Fall besser. Und auch das Gewinnen von Methan, also in den Faultürmen, funktioniert besser, weil das Fett eben schon verdaut wurde. Wenn Sie jetzt das Fett direkt verbrennen wollen, dann wird es natürlich schwierig. Also das Fett brennt besser als das Glycerin alleine, aber nach meinem Wissen gibt es da keine Ansätze, dass man das Fett jetzt in der Müllverbrennungsanlage verbrennt, sondern es ist eher so, dass man versucht, daraus Methan zu gewinnen. Und da ist eigentlich das Vorverdauen in Glycerin und freie Fettsäuren eher förderlich. Das heißt, wir haben eigentlich keinen Energieverlust am Ende, sondern haben eher einen einfachen Zugang, ich sag mal, für andere Bakterien und ähnliches im Ja, Abwasser. genau. Also wir erweitern eigentlich durch den Vorverdau in Glycerin und freie Fettsäuren, ermöglichen wir mehr Bakterien in der Folge daraus Methan zu machen. Also viele Methanbakterien sind gar nicht in der Lage, das Fett selbst abzubauen.
Und diese Vorstufe ist also deswegen eher förderlich. Wie könnte denn eine Weiterentwicklung aussehen? Was könnte denn Lipasan, ich sag mal 3.0 sein? Ja, gut, das ist immer schwer zu sagen, wo wo die Reise hingeht. Im Moment sind wir schon sehr zufrieden mit dem hochkonzentrierten Produkt. Es kann natürlich sein, wenn der Markt jetzt wirklich sehr stark wächst, dass wir ein noch konzentrierteres Produkt benötigen. Und da sehe ich an sich auch keine großen Probleme, das noch weiter aufzukonzentrieren. Das wäre beispielsweise eine Richtung. Was man auch noch optimieren könnte, ist eventuell das Potenzial, Fett zu spalten. Das Ganze ist ja ein lebender Organismus und wie eigentlich jeder lebende Organismus ist er zugänglich zu dem Evolutionsprinzip. Das heißt, man könnte gezielt versuchen, das Fettspaltpotenzial dieses Organismus zu verändern durch natürliche Zuchtwahl, nicht durch genetische Modifizierung, aber einfach durch, man nennt das Ganze oft künstliche Evolution. Das heißt, man wählt die Bedingungen so, dass dieser Organismus automatisch sich hin entwickelt zu einem noch besser fettspaltenden Organismus. Solche Sachen sind möglich. Wäre es vielleicht auch technisch möglich zu sagen, okay, Fette und Öle sind ja jetzt nicht so allzu weit auseinander. Man könnte denen vielleicht sogar eine Variante entwickeln, die Öle aufspaltet? Also Öle ist, auch Fette, beides ist ein Begriff für sowohl pflanzliche Öle oder tierische Öle, das heißt das, was ich eben geschildert habe, Glycerin mit Fettsäureresten. Aber es gibt natürlich auch Mineralöle, das ist chemisch was völlig anderes. Aber auf der anderen Seite gibt es durchaus Mikroorganismen, die auch in der Lage sind, Mineralöle abzubauen in kleinere Bestandteile. Und da müsste man suchen, man kann versuchen, ob man diesen Organismus über gezielte Evolution dazu bringen kann, dass er das auch schafft. Es gibt tatsächlich in der Literatur auch andere Organismen, werden beschrieben, die in der Lage sind, Mineralöle abzubauen. Wie könnte denn die Zukunft der Fettspaltung aussehen und welche Rolle könnte Lipasan da spielen? Also eine wichtige Funktion von Lipasan ist ja eben die Fettspaltung, neben anderen Funktionen. Das ist auch der Geruchsminimierung. Lipasan würde auch Ammoniak beispielsweise umwandeln in geruchsneutrale Biomasse. Aber die wichtigste Funktion ist sicherlich die Fettspaltung. Und da ist es wesentlich, dass das wasserunlösliche Fett, dadurch, dass es gespalten wird in Glycerin und Fettsäuren, in lösliche Bestandteile gespalten wird und dann sich nicht mehr anlagern kann an die Wände von Leitungen oder keine Schwimmschicht mehr bilden kann. Und das hat für den ganzen Transport und die Handhabung des Abwassers enorme Vorteile, einfach weil die Leitungen sich nicht verengen können. Es kann sich keine Schwimmschicht bilden, unter der dann anaerobe, also sauerstofffreie Bedingungen herrschen. Schwefelsäure. Ja, und sich dann Schwefelsäure bilden kann, also zunächst mal eben für Wasserstoff und dann Schwefelsäure. Von daher ist diese Fettspaltung schon ein ganz zentraler Bestandteil der Abwasserbehandlung. Wenn Sie das Fett spalten können, dann sind Sie sehr, sehr viel Probleme los. Und je früher Sie das Fett spalten in dem Abwasserkanal gewissermaßen, desto besser. Also idealerweise würde man das Fett dann, das heißt, wenn in der Küche das Fett in den Abfluss gelangt, dann würde man idealerweise auch gleich schon das Lipasan dazu tun. Das heißt, wenn wir jetzt mal Industrie zum Beispiel sprechen würden, wäre es tatsächlich sogar sinnvoll zu sagen, hey, man geht nicht erst hinter dem Abscheider in das Abwasser rein, sondern tatsächlich schon ab dem Zeitpunkt, wo eben Fette anfallen, die nicht mehr benötigt werden, diese dann aufzuspalten und somit den ganzen Weg quasi mit zu behandeln. Ja, das ist völlig richtig. Der Abscheider selbst, den gibt es ja nur, weil es diese Fettschwimmschicht gibt. Das heißt, es ist auf jeden Fall sinnvoll, das Lipasan schon vor dem Abscheider einzusetzen. Und wenn man dann in die Zukunft denkt, ist es vielleicht so, dass der Fettabscheider auch überflüssig wird.
weil sie gar kein Fett mehr abscheiden müssen. Das Ganze hat sich ja in wasserlösliche Bestandteile zerlegt und ja, das wäre natürlich ein enormer Vorteil für alle Betriebe, die Fettabscheider brauchen. Und das sind die Mehrzahl der Gastronomie oder lebensmittelverarbeitende Industrie. Das bedeutet zusammengefasst, A, Lipasan könnte einen Fettabscheider komplett ersetzen und B, es hat keinen schlechten Einfluss auf einen Fettabscheider? Genau, also beides trifft zu. Es könnte den Fettabscheider komplett ersetzen und es hat definitiv auch keinen schlechten Einfluss auf den Fettabscheider selbst. Also die Korrosion selbst wird ja auf jeden Fall vermindert und der Fettabscheider selbst wird natürlich etwas weniger Fett abscheiden, weil einfach weniger da ist, aber er wird trotzdem so funktionieren wie immer. Das heißt, das Fett, was übrig bleibt, wird sich immer nach oben abscheiden lassen. Ja. Herr Dr. Peters, vielen Dank. Ja.